Hi, guten Morgen. Hier ist Bob Hudson, hier ist der Mutmacher. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ich wünsche Gottes Segen für diesen Tag. Gerade wenn wir aufnehmen, ist es ziemlich regnerisch. Ich hoffe inzwischen, das Wetter hat sich geändert. Wir begleiten quasi Paulus auf seine dritte Missionsreise. Der ist angekommen in Ephesus. Der hat den 12 Jünger des Johannes der Täufer begegnet. Diese Leute haben den Heiligen Geist empfangen. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden und haben auch prophezeit. Es ist meine Behauptung, dass für Christen das Leben unterwegs mit Jesus ist eine übernatürliche Leben. Und wenn wir gerade Paulus denn begleiten hier in Ephesus, diese 12 Jünger Jesu, sie haben den Heiligen Geist empfangen. Auf eine andere Stelle wurde denn für die Gläubigen gebetet und der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Und ich denke, das ist normal. Es gibt so verschiedene Stufen, ist das falsche Wort, aber Schritte, die wir unternehmen. Wir glauben an Jesus, wir nehmen Jesus auf in unserem Leben, wir werden in Wasser getauft, wir sollen auch den Heiligen Geist empfangen und wir bekommen eine Bevollmächtigung für unseren Dienst, für unser Leben in dieser Welt. Darf ich diese Frage auch stellen, was Paulus gefragt hat bei den Jüngern dort in Ephesus? Hast du den Heiligen Geist empfangen, nachdem du gläubig geworden bist? Wenn nicht, strecke dich aus und empfange von dem Herrn. Was sind aber jetzt die Gaben des Geistes? Paulus gibt uns eine Liste hier in Kapitel 12 von 1. Korinther Brief. Wir finden sie denn Vers 7 bis Vers 11. Nun, Gaben des Geistes haben nichts mit unserem geistlichen Wachstum zu tun. Das ist so wie eine andere Schiene. Wir bekommen die Gaben geschenkt. Wir verdienen sie nicht. Wir können sie entwickeln. Wir können auch wachsen in den Gaben. Aber geistliches Wachstum hat denn mit unserem Charakter zu tun, mit unserem Benehmen, mit so wie ich lebe, so wie ich mit anderen Menschen umgehe. Das wären denn die Frucht des Geistes. Wir reden heute Morgen aber über die Gaben des Geistes, diese übernatürlichen Dinge, die wir nie gelernt haben, was uns gegeben sind, was Gott uns gegeben haben. Wir teilen die Gaben gerne in 3 Gruppen auf, damit wir einen besseren Überblick haben. Wir haben Gaben der Kraft, Gaben der Sprachen und Gaben der Offenbarung. Lass uns beginnen mit diesen Gaben der Offenbarung. Das sind ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister. Nun, es heißt ein Wort der Weisheit und ein Wort der Erkenntnis. Es bedeutet nicht, dass wenn wir diese Gabe bekommen, dass wir alle Weisheit haben und dass wir alle Erkenntnis haben. Nein, wir haben Weisheit, aber für eine bestimmte Situation. Und Weisheit brauchen wir, um zu wissen, wie wir zu handeln haben. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo 2 Frauen kommen zu dem König Salomo und die haben dann ein Baby. Und die eine Frau behauptet, dieses Kind gehört mir. Und die andere Frau sagt, nein, dieses Kind gehört mir. Da war ein zweites Kind, aber das zweite Kind ist in der Nacht gestorben. Und sie zanken sich drüber. Und so hat Salomo ein Wort der Weisheit. Er sagt, hol mir ein Schwert, ich teile das Kind in 2. Und die echte Mutter, die sagt, nein, dann lass lieber die andere Frau das haben und lass das Kind leben. Die Frau, die nicht die richtige Mutter ist nicht so sonderlich bewegt darüber. Und so weiß Solomon, welche die richtige Mutter ist. Das war ein Wort der Weisheit. In einem Moment für eine Situation hat Gott einen Weg gezeigt. Wort der Erkenntnis ist dann ähnlich, aber es sagt uns nicht, wie wir zu handeln, sondern was das Problem ist, was die Situation ist. Und das ist dann sehr nützlich auch in der Seelsorge, denn manchmal kommen Leute zu uns und die wollen Beratung, sie wollen Seelsorge, aber die sagen nicht ganz die Wahrheit. Die sagen es nicht die Wahrheit. Und Geisterkenntnis, das deckt das manchmal aus oder zeigt uns, was
was für Leute meinetwegen in einer Versammlung sind, die gewisse Nöte haben. Nächste Gabe ist dann die Unterscheidung der Geister. Und durch diese Gabe wissen wir, wer jetzt gerade am Werk ist. Es könnte natürlich, dass Gott und der Heilige Geist jetzt am Werk. Es könnte aber, dass es etwas Dämonisches passiert, was die Menschen ohne den Heiligen Geist nicht richtig einschätzen können. Es kann aber sein, dass es auch den menschlichen Geist, das nennt die Bibel, Fleisch ist am Wirken. Die Gabe der Unterscheidung der Geister hilft uns zu erkennen, was gerade hier abgeht, auch wenn es manchmal nicht so ganz klar ist. Kommen denn zur nächsten Aufteilung, und das ist dann die Gaben der Kraft. Und als erste haben wir hier Gaben des Glaubens. Natürlich brauchen wir alle Glauben, um Christ zu sein. Wir müssen glauben, dass Gott da ist und dass er eine Belohnung ist, deren, die ihm suchen, heißt es in Hebräer 11, Vers 6. Wir brauchen Glauben, um überhaupt Jesus nachzufolgen. Aber wir würden auch feststellen, das ist auch ein Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Das ist nicht etwas, was wir lernen. Es ist etwas, worin wir wachsen können. Aber es ist etwas, was von Gott geschenkt ist. Und wenn wir unterwegs sind, brauchen wir immer wieder Glauben für eine bestimmte Situation, dass Gott eingreift, dass uns diesen Glauben gibt, was manchmal so klein ist wie ein Senfkorn, aber die Größe ist nicht entscheidend, sondern die Auswirkung. Und Jesus sagt, das Senfkorn, das ist die kleinste Saat, aber es wächst und es wird einer von den größten Bäumen. Dann ist auch, es ist zweimal Plural, also Gaben der Heilungen, ähnlich wie Glauben, nur es wird dann in Bezug auf Heilungen eingesetzt, dass Gott uns gebraucht, auch dass Menschen geheilt werden. Letzte Gabe in dieser Sparte Gaben der Kraft ist ja Gaben der Wunder. Wortwörtlich heißt es Kraftwirkungen. Gottes Kraftwirkungen, dass Gott wirkt in Kraft, in Situationen, in der wir uns befinden. Dritte Gruppe sind dann die Gaben der Sprache. Und das beginnen wir erstmal mit den Sprachen. Und diese Sprachen sind Sprachen, die wir nicht gelernt haben. Und Paulus spricht auch davon, von den unterschiedlichen Sprachen. Und diese Gaben äußern sich auch in unterschiedlicher Art und Weise. Ich glaube, dass wenn wir ursprünglich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass diese Gabe zugänglich ist für jeden einzelnen Christ. Jeder könnte, wenn er wollte, muss nicht, aber könnte, wenn er wollte, in anderen Sprachen sprechen. Jetzt zu Pfingsten, als sie gesprochen haben, haben das nicht verstanden, was sie gesagt haben. Aber die Menschen, die um ihn herum waren, weil sie kamen quasi aus aller Welt, sie haben diese Sprachen verstanden. Und ich könnte auch Beispiele nennen, wo Leute auch in anderen Sprachen gesprochen haben, was sie nicht verstanden haben. Und das wurde von Menschen, die andere Sprachen kannten, auch verstanden. Das gibt es auch noch heute. Normalerweise verstehen wir diese Sprache nicht. Wenn einzelne Personen in einer Versammlung diese Gabe benutzen, dann sagt Paulus, es sollte auch dann ausgelegt werden. Das ist noch eine Gabe, was ich kurz denn hier einführe. Die Auslegung ist nicht eine Übersetzung. Das heißt, es wird nicht wortwörtlich wiedergegeben, was diese Person in der anderen Sprache gesprochen hat, sondern es ist eine Auslegung. Es ist eine Deutung. Es gibt das Gefühl wieder. Manchmal ist diese Art von Sprachen ist ganz kurz, aber die Auslegung ist ganz lang. Oder die Sprache ist ganz lang, aber die Auslegung ist ganz kurz. Und dadurch aber wird die Gemeinde, die Menschen, die da sind, denn aufgebaut. Nun, als der Heilige Geist gegeben wurde zu Pfingsten, haben alle gleichzeitig in Sprachen gesprochen. Auch in anderen Stellen, ich denke, auch in der Haus von Cornelius, der Heilige Geist ist auf die Leute gefallen und sie haben alle in Sprachen gleichzeitig gesprochen, und zwar auch alle. Es war nicht nur, dass 50% oder 60% von den Leuten und die anderen haben diese Gabe nicht bekommen. Immer wenn der Heilige Geist ausgegossen wurde und Sprachen sind erwähnt, es sind alle, die sprechen. Auch in Ephesus, diese 12 Jünger Johannes, die haben auch alle in Sprachen gleichzeitig gesprochen. Und
Ich persönlich, ich benutze diese Gabe am meisten, wenn ich alleine bin, wenn ich mit Gott bin und ich spreche zu ihm. Und die Bibel sagt, wir reden Geheimnisse im Geist. Manchmal kommen wir ein bisschen dumm vor, weil wir verstehen nicht, was wir sprechen. Aber die Bibel lehrt uns auch, unser Verstand ist fruchtleer, wenn wir in Sprachen sprechen. Wir sprechen aus unserem Geist, nicht über die Seele, aber von dem Geist direkt zu Gott. Geist kommuniziert mit Geist Gottes und es ist eine sehr positive Auswirkungen. Ich habe ein bisschen länger mit dieser Gabe gesprochen, weil das ist wahrscheinlich die ungewöhnlichste für Leute, die das nicht kennen, also das am schwersten zu verstehen. Und die letzte Gabe, auch die letzte Gabe in dieser Sparte von Sprachen, ist die Gabe der Prophetie. Und Prophetie bedeutet nicht, dass ich deute oder sage voraus, was in Zukunft passiert, sondern ich habe ein Wort von Gott bekommen, was in erster Linie dient dazu, dass man ermutigt wird, dass man aufgebaut wird und dass man auch getröstet wird. Alle diese neuen Gaben sind wichtig und sie helfen mit, dass die Gemeinde Jesu aufgebaut wird. Und Gott hat nie gedacht, dass wir Gemeinde bauen sollten ohne diese Gaben, die charismatischen Gaben, Gaben, die Gott uns aus seiner Gnade gibt. So, wie empfange ich die Gaben des Geistes? Das ist das Thema für morgen. Ich wünsche euch heute einen guten Tag, Gottes Segen und ich werde euch morgen sehen, euer Bob Hudson.